Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem VW Golf 4 1.9er TDI wollen wir einmal den Bremssattel hinten austauschen, hinten rechts, um genau zu sein. Vom Grund her ist die Arbeit überall gleich, aber es gibt unterschiedliche Bremssättel, je nachdem welche Bremsanlage ihr hinten habt. Ich glaube, es gibt sogar noch welche mit Trommel, müsste glaube ich sein, wenn mich das nicht täuscht. Auf jeden Fall, hinten hat er Bremsscheiben und da wollen wir einmal den Bremssattel austauschen. Sämtliche Werkzeuge, die ihr dafür benötigt, könnt ihr unten einmal abchecken. Kauflink unten in der Videobeschreibung, der Bremssattel auch unten verlinkt. Und ganz wichtig, wir müssen hier natürlich die Bremsanlage entlüften. Wir müssen die Bremsanlage öffnen, das heißt Bremsflüssigkeit wird auslaufen mit einem Bremsflüssigkeit-Entlüftungsgerät. Das Ganze einmal entlüften, Bremsflüssigkeit wechseln. Das kann man auch ohne so ein Gerät machen, mit 2 Personen, und nimmt auf jeden Fall eine Person mit, die Plan davon hat, wie man das Ganze austauscht. Nicht einfach hier das Video angucken und das Ganze nachmachen. Wirklich gefährlich, aufpassen, nimmt jemand dabei, der davon Plan hat. Alles Weitere ist unten verlinkt. Mit dem Rabattcode VITYAWOLF könnt ihr 5% sparen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Das Ganze machen wir wie folgt. Erstmal müssen wir das Bremsseil rausbekommen. Wir tauschen den Bremssattel aus, weil dieser Hebel hier sehr gerne fest sitzt. So, wie man sehen kann, geht er schon nicht mehr zurück. Dann machen wir die Klammer einmal ab und machen die Geschichte einmal raus. Wir hatten mal die Schläuche hier ausgetauscht. Ein bisschen länger her, das ist aber nicht schlimm. Wir machen jetzt erstmal die Schrauben ab und machen danach den Schlauch ab, sonst tropft uns das hier die ganze Zeit einmal runter. Und vorsichtig, man kann hier sehr leicht abrutschen. So. Also wegen dem Schlauch wird es da nicht rausgehen. Den Schlauch abmachen, wichtig, da wird Bremsflüssigkeit runterlaufen, wichtig, legt was drunter, wichtig, die Kupferdichtungen, da wo die Kupferdichtungen bzw. Aluminiumdichtungen, wo der Bremsschlauch festgeschraubt wird, die gegebenenfalls neu machen, sehr gerne oxidieren die bzw. gammeln weg.
Machen wir das Geschehen hier einmal ab. Und wir hatten das schon mal, ich sag mal jetzt vor 4 Monaten vielleicht neu gemacht. Und jetzt macht leider der Sattel nicht mehr mit. So. So. Und jetzt können wir den Sattel abmachen. So, ich hoffe, man hat genug gesehen. Ich habe jetzt erst gesehen, dass das Licht hier eingeblendet hat. So, wenn wir das Ganze abhaben, das Ganze hier gut gängig machen, sauber machen, fetten, das haben wir ja schon zigmal gemacht. Prüfen, dass die Führungsbolzen gängig sind, rausholen, sauber machen, neu fetten und dann, je nachdem, ob ihr gleich Klötze neu mitmacht oder der Belag bei euch in Ordnung ist, dann können wir das Ganze hier wieder einbauen. Wie man sehen kann, müssen die Klötze zeitnah mal gewechselt werden. Ja, und dann im Endeffekt das Ganze rückwärts wieder zusammenbauen. Dabei darauf achten, dass diese Klammern, diese Bügel, dass die hier nicht rausgucken. Also die Bügel, die auf den Bremsklötzen drauf sind. So, damit es hier schön gegengehalten wird. Und die Schrauben bekommen 35 Newtonmeter. Anschließend befindet sich hier einmal eine Schraube, damit da kein Dreck reinkommt. Schrauben wir das Ganze einmal raus und können dann den Bremsschlauch drauf machen. Machen das Ganze einmal sauber. So, gegebenenfalls neue Dichtungen. Das Ganze muss ganz leicht per Hand sich reinschrauben lassen. Auf jeden Fall nicht das Gewinde kaputt machen, sonst haben wir Probleme mit der Undichtigkeit. Das Ganze gut sauber da reinsetzen. Da ist Feingewinde und anschließend Bremsseil wieder drauf. So. Wir müssen hier nichts einstellen, denn der Bremssattel stellt sich von selber ein. Wenn wir hier gleich ein paar Mal drücken, fährt der Kolben raus. Das Ganze hier stellt sich automatisch innen drin ein. Wenn wir das dann ein paar Mal bewegen, dann passt das Ganze schon. Das war's schon. Jetzt natürlich noch Bremsflüssigkeit entlüften. Dafür haben wir separate Videos gezeigt. Separate Videos haben wir nicht einfach nur hier Bremsflüssigkeit austauschen, sondern die komplette Anlage vernünftig entlüften. Video in der Videobeschreibung, da gibt es separate Videos zu. Ja Leute, und so könnte das Ganze halt einmal aussehen. Natürlich wichtig, Bremsflüssigkeit entlüften nach der Reparatur. Bremsflüssigkeit nicht nur auf der einen Seite, sondern das komplette Bremssystem entlüften. Da haben wir separate Videos zugemacht. Alles unten in der Videobeschreibung oder auf dem Kanal einfach Bremsflüssigkeitwechsel eintippen. Dann kommen da schon, glaube ich, 2 oder 3 Videos dazu. Und ja, alles Weitere schreibt bitte alles unten in die Kommentare.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.